Krodhad bhavati sammoha, sammohat smriti vibhrama, smriti bhransad buddhinaso, buddhinasat pranasati. We start today's discussions with this auspicious verse from Gita, explaining the effect of anger on us. Wir fangen unseren Vortrag heute mit diesem Vers von der Gita an, der den Effekt von Wut auf uns erklären soll. From anger always arise ignorance. Whenever you are angry, you are not able to utilize your brain, not able to utilize your mind in the right direction. Von Wut kommt immer Ignoranz. Wenn wir wütend sind, dann können wir unser Gehirn nicht wirklich verwenden und unseren Verstand nicht richtig verwenden. From this ignorance, delusion takes birth, and delusion makes you to lose your memory. Von dieser Ignoranz kommt geistige Verwirrung und durch diese geistige Verwirrung verlieren wir unser Erinnerungsvermögen. Now all these three things combines together, that is anger, ignorance, delusion and loss of memory. Also diese drei Dinge kommen zusammen, also von Wut, Ignoranz, verwirrter Geist und verlorenes Erinnerungsvermögen. And these put together, they destroy your intellect completely. Und wenn wir die zusammenführen, das zerstört unseren Intellekt vollkommen. The moment destruction of intellect takes place, we get totally degraded in those moments. In dem Moment, wo die Zerstörung unseres Intellekts passiert, steigen wir vollständig ab in diesem Moment. That means whenever you are angry, everything what you want to attain, what you want to achieve, your mind, your brain, nothing functions. The only rage is there, and the whole mental functions get destroyed and damaged. Wenn immer wir wütend werden, alles, was wir erreichen wollen, funktioniert nicht und nichts funktioniert in uns und weder unsere mentalen Funktionen, die werden nur zerstört und angegriffen. And that is why it says in the next verse, Krodhamulam manarthanam, krodha sansar bandhanam, dharmakshay karah krodha, tasmat krodham vivarjayet. And the meaning is, anger is the root cause of all the problems of your life. Also dieser nächste Vers, den jetzt gesagt hat, der bedeutet, dass Wut die Wurzel ist von allen Problemen in unserem Leben. Anger is the cause of bondage in our life. Wut ist wie eine Fessel in unserem Leben oder die Ursache für einen Zustand, der wie gefesselt ist. Anger is also the cause of destroying spirituality in your life. Und zerstört Spiritualität in unserem Leben. And therefore this verse says, leave the anger as quickly as possible. Und deswegen sagt dieser Vers, verlasse die Wut so schnell du kannst. This is the philosophical angle of anger. Now let us understand how anger gets produced in us. Das ist das philosophische Verständnis von Wut. Und jetzt lass uns verstehen, wie Wut in uns produziert wird. Anger is like a fire.
Wut ist wie ein Feuer. Fire is present outside of you, and when this fire becomes present inside of you, that is called anger. Feuer ist außerhalb von uns und wenn das Feuer nach innen geht, das nennt sich Wut. And it has similar qualities like fire. Und diese Wut hat ähnliche Qualitäten wie Feuer. If you can control your fire, you can cook your food. Wenn du das Feuer kontrollieren kannst, kannst du deine Nahrung zubereiten. You can get some energy from it. Du kannst Energie davon kriegen. But the moment fire goes uncontrollable, it damages and destroys everything. Aber in dem Moment, wo das Feuer unkontrolliert wird, macht es alles kaputt. Similarly, if you can control your anger and you can deviate that energy into something positive, it's a beautiful thing. It's like cooking the food. Genauso ist es, wenn du deine Wut kontrollieren kannst und sie umleiten in etwas Positives, ist das eine wunderbare Sache, so wie wenn man Essen kocht mit Feuer. But the moment it goes beyond your control, it burns you totally. Aber in dem Moment, wo du die Kontrolle verlierst, verbrennt dich die Wut. Damages your mind, damages your body, makes your blood pressure rise up. You start breathing very fast. All those body functions gets disturbed the moment anger becomes uncontrollable. Und wenn wir es nicht mehr kontrollieren, wenn wir sie nicht kontrollieren können, verletzt sie uns, unseren Verstand, unseren Körper, unser Blutdruck geht nach oben, unser Atem wird schneller und unser ganzer Körper wird dadurch verletzt. Outer fire starts with three things, and we call meeting of those three things as fire triangle. Das äußere Feuer besteht aus 3 Dingen und wir nennen diese 3 Dinge die Triangel des Feuers. What all you need? You need combustible material. You need oxygen, and you need ignition for any fire to start. Wir brauchen verbrennbares Material, wir brauchen Sauerstoff und wir brauchen einen Funken für jegliches Feuer zu starten. Now this fire, known as anger, let us understand what these things are. What is combustible material for your inner fire? Lass uns verstehen, was das für unsere Wut bedeutet. Was ist verbrennbares Material für unser inneres Feuer? Inner fire has emotions as combustible material. Das innere Feuer verwendet Emotionen als verbrennbares Material. It can be fear, pain, injustice, frustration, expectations, disgust, family problems, financial issues, alcoholism, depression, and last but not the least, relationships issues. Okay, es können unsere Emotionen sein, es kann Angst sein, Schmerz, Unrecht, Erwartungen, now I can't read my own, Alkoholismus, Depression, Beziehungen, Ablehnung. Sorry, 2 of them I lost. I can repeat them if you want. Okay. Combustible material in our case are fear, pain, injustice, frustrations, expectations. You translate this. Go ahead. I think you can translate this much, then I go ahead. I mean, I had all of them except for one, which was frustration, and I told them. Okay, frustrations, disgust, family problems, financial issues, alcoholism, depression, and relationship issues. Familienprobleme und finanzielle Probleme waren da noch dabei.
So if anything is present, then you have the combustible material for fire to start. Und wenn jegliche dieser Dinge präsent sind, dann hast du das verbrennbare Material für dieses innere Feuer, um zu starten. But this is only one angle of your anger triangle. Aber das ist nur ein Punkt der Wut-Triangel. Second angle is ego and suppression. Der zweite Winkel ist Ego und Unterdrückung. Third thing is called ignition, and that is immediate, unsuitable discussions. Und das dritte ist die Zündung und das sind momentane, nicht insuitable, also momentane Diskussionen, die in dem Moment sich nicht gehören. And they are known as triggers. Und das sind, die kennen wir als Auslöser. And the moment these three things meet, combustible material, ego, and triggers, boom, your anger starts. In dem Moment, wo wir diese Trigger haben, das Ego und die entflammbaren Materialien, dann macht es einen Bumm und die Wut beginnt. If you can control it, it's good. Otherwise, this becomes rage very quick. Wenn du das kontrollieren kannst, ist das gut, sonst geht das sehr schnell außer Kontrolle. And there are so-called some intelligent people. Und es gibt einige sogenannte intelligente Leute. And what these intelligent people do, they start thinking that by anger, I can control the other person. Und diese sogenannten intelligenten Leute denken, dass wenn sie Wut haben, dass sie die andere Person kontrollieren können. And they start considering anger as strength. Und sie fangen an, über Wut als Stärke nachzudenken. And they also think that by becoming angry, the other person will get hurt and will start behaving properly. Und sie glauben auch, dass wenn sie wütend werden, dass die andere Person dadurch verletzt wird und dann ihr Verhalten ändern wird. And that is the biggest ignorance we, the intelligent people, have. Und das ist die größte Ignoranz, die intelligente Menschen haben. Anger can never be strength. Wut kann nie Stärke sein. It is always a weakness. Es ist immer eine Schwäche. It may have a little impact or effect on the other person. Es hat vielleicht einen ganz, ganz wenig Einfluss auf die andere Person. But it hurts you the most. Aber es verletzt sich selbst am meisten. And when that happens, your anger can even become very dangerous. Und wenn das passiert, kann deine Wut sogar gefährlich werden. And sometimes it can happen like this, that you are angry at work, but you were not able to tell anything to your boss. Es kann sogar so passieren, dass du wütend bei der Arbeit bist, aber du bist nicht in der Lage, deinem Chef das zu erzählen. And with the hard work of 9 hours in your office, you came back home. Und mit der Arbeit von 9 Stunden in deinem Büro kommst du danach nach Hause. And you started outbursting on the poor life partner you have at your home. Und du explodierst hinsichtlich deines Lebenspartners zu Hause, oder? Ja. And then you start developing this tendency to outburst on scapegoats. Und dann entwickelst du die Tendenz, dass du deine Wutanfälle projizierst auf andere. Now, okay, what were you doing in your office? You were trying to suppress your anger. Was hast du in deinem Büro gemacht? Du hast versucht, deine Wut zu unterdrücken. And in case you start suppressing, it is like a spring.
you suppress it, and then there is no more suppression possible, and it goes like this, and you outburst. Und wenn du deine Wut unterdrückst, dann ist das wie eine Feder, die du zusammendrückst, bis sie nicht weiter zusammendrückbar ist, und dann springt sie auseinander und explodiert, und das endet in einem Wutanfall. Can you imagine what all damages it causes to your health? Kannst du dir vorstellen, was das für Folgen hat für deine Gesundheit? It increases your blood pressure tremendously. Es erhöht deinen Blutdruck, also fatal. And what happens? Your heart rate increases. Deine Herzfrequenz erhöht sich. Your breathing speed also increases. Dein Atem verschnellert sich. Your throat starts burning. Deine Kehle beginnt zu brennen. You experience tensions in your muscles. Deine Muskeln werden verkrampft. And sometimes you can also experience tingling sensations. Und manchmal hast du sogar ein Kribbeln. And you start shaking because of the anger. Okay? This effect is on the person who is getting angry and not on the person on whom he is getting angry. Dieser Effekt spielt sich in der Person ab, die wütend wird, und nicht in der Person, auf die derjenige wütend wird. And there was one beautiful occasion in which someone asked me, can you define anger really? Es gab mal einen Moment, wo mich jemand gefragt hat, ob ich Wut definieren kann. And I said, yes, the definition of anger is very easy. It is punishing yourself for no fault of yours. Ja, es ist sehr leicht, das zu definieren. Es ist, dich selber zu verletzen, ohne dass du etwas falsch gemacht hast. And there are two types of angers. Es gibt zwei Arten von Wut. Passive anger and aggressive anger. Passive Wut und aggressive Wut. Passive anger, you are not becoming aggressive on somebody, but you are always having trouble, difficulties and problems, and because of that you start getting depressions. Bei der passiven Wut wirst du nicht wütend auf andere, aber du hast immer Probleme und Dinge, die dich zurückhalten, und aufgrund dessen wirst du depressiv. You remain depressed for a long time, and then you lose confidence in you. Du wirst für lange Zeit überdepressiv, und dann verlierst du Vertrauen in dich. And then what happens before you start any work in your life? Doubt is always present in you, whether I'll succeed or I'll not succeed. Und dann, was als nächstes passiert ist, dass immer du etwas beginnst in deinem Leben, hast du immer Zweifel, wirst du Erfolg haben oder nicht. And then Florian has taught me law of attraction. Und Florian hat mit mir über das Gesetz der Anziehung geredet. And what is the law of attraction? Whatever you are thinking, you start manifesting that. Und was ist das? Was auch immer du denkst, das wirst du manifestieren. So because of this passive anger, a doubt comes in you on your own capabilities, and anything you want to start, that doubt comes before a starting position, and that doesn't allow you to succeed in anything. Und das Problem mit passiver Wut ist, dass sie immer mit Zweifel verbunden ist in unseren eigenen Fähigkeiten. Und bevor wir etwas beginnen, also ein Projekt beginnen oder etwas beginnen in unserem Leben, kommt dieser Zweifel immer herein, und deswegen haben wir keinen Erfolg dadurch mit dem, was wir machen. That brings in more depression. Und das bringt wiederum mehr Depression. And it becomes a vicious cycle, and you are not able to come out of it ever. Und das wird ein Teufelskreis, aus dem du niemals rauskommst.
Second is aggressive anger. We all know about aggressive anger. Zweite ist aggressive Wut, wir kennen das alle. And mostly, this anger is always on someone who is either little inferior to you, little smaller to you in age, little less intelligent than you, because when somebody is superior to you, you try to suppress your anger. So you always try to take out your anger to someone a little subordinate to you. Die aktive Wut oder die aggressive Wut richtet sich meistens gegen jemanden, der unter uns steht, der etwas kleiner ist als wir, der etwas weniger intelligent ist als wir. Wenn jemand uns überlegen ist, dann versuchen wir unsere Wut zu unterdrücken. But sometimes you lose the control, and it can happen that you can become angry on your father, you can become angry on your boss, and that time it is really uncontrollable. Aber manchmal verlieren wir sogar die Kontrolle gegenüber unserem Vater, gegenüber unserem Chef, und dann ist es wirklich unkontrollierbar. Having understood how anger is and what effects it has on our body and our mind, we must now think of another aspect of anger, tasmat krodham vivarjayet. Also wenn wir die Effekte verstehen, die Wut hat auf unseren Körper, auf unseren Verstand, da gibt es noch einen anderen Aspekt, den jetzt gerade in Sanskrit benannt hat. And the meaning of tasmat krodham vivarjayet is, therefore, it is our first and foremost duty to leave anger today and now. Und die Bedeutung ist, daher ist es unsere Pflicht, unsere erste Pflicht, unsere Wut zu verlassen, jetzt und heute. How? Wie? By disrupting the triangle. Indem wir die Triangel zerstören. As I said, inner fire or outer fire. Unless the triangle gets completed, it cannot occur. Wenn die Triangel nicht vollständig ist, dann kann sie nicht wirken. How do we fight fires? Do you know? We try to put some water on it. We try to put some foam on it. And we try to remove the cloths, the wood from the fire and try to take it away. These are the three methods by which fire can be extinguished. Es gibt 3 Methoden. Entweder wir schütten Wasser drauf oder wir schütten Schaum drauf oder wir nehmen das Brennmaterial weg. And same thing is here. Das Gleiche. Remove the combustible material, remove the emotions is one way of fighting your anger. Wenn wir das verbrennbare Material, also unsere Emotionen wegnehmen, das ist ein Weg, um dieses innere Feuer zu bekämpfen. Second way of eliminating anger from you is remove triggers. Das zweite ist, die Auslöser wegzunehmen. And how can we remove triggers? By not participating in any argumentative discussions. Wie können wir das machen, indem wir nicht an argumentativen Diskussionen teilnehmen? Third and the most important thing is cutting off the oxygen. Das dritte und wichtigste ist, indem wir den Sauerstoff wegnehmen. Fire cannot survive without oxygen. Das Feuer kann nicht überleben ohne Sauerstoff. What is the oxygen for your inner fire is called ego. Was ist der Sauerstoff für unser inneres Feuer? Es ist das Ego. And therefore, when devotion takes place, anger goes away from you.
Und daher, wenn Hingabe passiert, dann kann uns Wut verlassen. If I is present, I get hurt. If I is not present, I doesn't get hurt. Wenn das Ich da ist, dann werden wir verletzt. Wenn das Ich nicht da ist, werden wir nicht verletzt. When you remove your ego, you will never feel suppressed. Wenn du dein Ego verlässt, dann fühlst du dich nie unterdrückt. When you remove your ego, there would be no comparison between you and the other person. Wenn du dein Ego wegnimmst, dann gibt es keinen Vergleich zwischen dir und jemand anderen. There would be no superior or inferior persons. Es gibt niemanden, der überlegen oder unterlegen ist. And you will always be at ease. Und du wirst immer in Leichtigkeit verweilen. These are the only three methods of eliminating anger from your life. Das sind die einzigen 3 Möglichkeiten, um Wut von deinem Leben zu eliminieren. Fourth does not exist. Es gibt keinen 4. Now let us again go a little deep and try and understand how to do it. Lass uns noch tiefer gehen oder tief gehen, um zu verstehen, wie man das angeht. Have faith in yourself and in your higher self. Glaube an dich und an dein höheres Selbst. Have faith that nothing can ever go wrong with you. Hab Glauben daran, dass nichts falsch laufen kann. Don't get involved with the past and don't fear about the future. Involviere dich nicht mit der Vergangenheit und hab keine Angst vor der Zukunft. Live in the present moment. Lebe im Jetzt. Nobody can disturb you in the present moment. Niemand kann dich im Jetzt stören. Disturbances is only possible if in case you have done some mistakes in the past and somebody want to shout at you. Störung kann nur passieren, wenn du irgendwas in der Vergangenheit getan hast und jemand dich dafür beschimpfen will. Your children has done some mistakes and you want to shout at them. Deine Kinder haben einen Fehler begangen und du willst sie dafür rügen. And one very smart thing I would like to tell you. We have a problem. We have a problem that irritates us. Eine kleine Sache würde ich euch gerne sagen. Wir haben ein Problem, sagen wir, das uns irritiert. Now, do you think you can do anything about it? Glaubst du, dass du es ändern kannst? There are only 2 answers, yes and no. Es gibt nur 2 Antworten, ja oder nein. And if you think that you can do anything about it and solve it, why get angry? Go and do it. Und wenn du glaubst, dass du es lösen kannst, dann geh und mach es. And another possibility is that you know that you cannot do anything about it. Und das zweite ist, dass du weißt, zweite Lösung ist, dass du weißt, du kannst nichts dagegen machen. And then why get concerned in case you cannot do anything about it? Auch hier, warum sich ein Problem daraus machen? Du kannst nichts dagegen tun. So fix whatever disturbs you. Richte, was dich stört, Fix it if it is fixable. wenn du kannst, And leave it if it is not. und lass es in Ruhe, wenn du es nicht kannst. In no case you should get disturbed, angry and furious. In keinem Fall solltest du dich stören lassen oder wütend werden. Universe has sent you here to enjoy your life. Keep enjoying. Das Universum hat dich hierher geschickt, um dein Leben zu genießen. Genieße es weiterhin. And be a little spiritual. Und sei ein bisschen spirituell. Because spirituality says that do not involve your mind with the desires of your sense organs. Spiritualität sagt, verknüpfe deinen Verstand nicht mit den Verlangen deiner Sinnesorgane.
And when you do not involve yourself with your sense organs, desires, there is no reason you will ever be angry in your life. Und wenn du deinen Verstand nicht mit den Verlangen der Sinnesorgane verknüpfst, dann wird es nie einen Grund in deinem Leben geben, um wütend zu sein. Involve some spiritual practices in your life to remove your anger permanently. Involviere dich mit spirituellen Aufgaben in deinem Leben, um deine Wut zu besiegen. Those practices can be guided meditations. Diese Praxis kann eine geleitete Meditation sein. And visiting the natures, In die Natur gehen, performing nice pranayamas, Atemübungen üben, performing several mudras, Mudras machen and very specifically performing Brahmari pranayama, und ganz im speziellen Brahmari Pranayama, sitting in Padmasana and Sukhasana, in Padmasana und Sukhasana and doing Dhyan Mudra, Dhyan Mudra. doing Dhyan Mudra und Dhyan Mudra. Other mudras also are helpful, but Dhyan Mudra and Dhyan Mudra are the most useful for your anger. Andere Mudras sind auch nützlich, aber diese zwei Dhyan Mudra und Dhyan Mudra sind die nützlichsten für Wut. Whenever you are doing your breathing exercises, you must assume that strength is coming in and anger is going out with every exhalation you are taking. Wann immer du deine Atemübungen machst, dann musst du dir vorstellen, dass Kraft in dich hineinkommt mit jeder Einatmung und Wut dich verlässt mit jedem Ausatmen. And when you do it, your anger starts going away from you. Wenn du das machst, wirst du sehen, dass deine Wut dich verlässt. You will not believe. The moment we were angry at our home, our mother used to say, at school, our teacher used to say, relax, take some deep breath. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber meine Mutter hat immer gesagt, meine Lehrer haben immer gesagt, wenn ich wütend war, nimm einen tiefen Atemzug. And this deep breath is solutions for many things in your life. Und diese tiefen Atemzüge sind eine Lösung für viele Dinge in unserem Leben. It removes. You see, what happens when anger takes place? You get disturbed, you start breathing very fast, your chakras gets disbalanced. And now what is the remedy? Start breathing slow. Your chakras will start balancing again and your anger will go away from you. Wenn immer du von Wut gestört wirst, fangst du an schnell zu atmen und der Chakrafluss wird gestört. Die Lösung ist, dass du anfängst tief zu atmen, damit sich die Chakren wieder balancieren können und die Wut von dir weggeht. Anytime you need immediate assistance and help, start breathing slowly. Wenn immer du gegenwärtige Hilfe brauchst, fang an langsam zu atmen, tief zu atmen. Entschuldigung. And second thing, in case somebody is trying to give you something, if you don't take it, where does it remain? Zweite ist, wenn immer jemand dir etwas geben will und du es nicht nimmst, wo bleibt es? If you are trying to give me an apple and I don't take it, where the apple is?
wenn jemand mir versucht, einen Apfel zu geben, and you're not taking it, you say? Yes, I'm not taking it. Und wenn du ihn nicht nimmst, was passiert dann mit dem Apfel? And then apple remain with the person who is trying to give it to me. Und dann bleibt der Apfel bei dem, der versucht, ihn mir zu geben. Anger is given. Anger is, it never happens without the other person is involved. Wut ist etwas, das gegeben wird. Das kann nie passieren, wenn keine andere Person involviert ist. So he's trying to give it to you and you take it. So, wenn jemand versucht, dir die Wut zu geben und du sie nimmst, Then this apple is with you. dann ist der Apfel bei dir. Whenever somebody is trying to disturb you, please assume in your mind that this disturbances is in him and I don't take it. Wenn jemand versucht, dich zu stören, dann bitte sag dir selber, dass diese Wut in der anderen Person ist und nimm sie nicht. And if you do that, nobody can ever disturb you in your life. Und wenn du das tust, dann kann dich nie jemand in deinem Leben stören. Two things only. Have no ego. And if somebody is trying to give it to you, please don't take it. And when, for any reason, in case you start taking it, start breathing very slow. Zwei Dinge. Hab kein Ego. Und das zweite ist, nimm die Wut vom anderen nicht. Und wenn du sie doch nimmst, dann fang an, langsam zu atmen. If you do these three things, anger will be the stories of the past. Wenn du diese drei Dinge machst, dann wird Wut eine Geschichte der Vergangenheit werden. And they will never be able to disturb you in the present moment. Und sie wird nie in der Lage sein, dich im jetzigen Moment zu stören. I wish that every one of you be able to understand how anger works within you and be able to remove it from your life completely. Ich wünsche mir, dass jeder von euch versteht, wie Wut in euch funktioniert und dass ihr in der Lage sein werdet, sie von eurem Leben loszulassen. Thank you. Thank you so much. Thank you, Guruji. So, wir gehen zur Meditation über. We're going into meditation. Yes, we can go in meditation, and every breath you take in, take the strength, take the energy inside of you, and every exhaling you take out your frustration, your depression, your anger, and your fear. That is the meditation today. Die heutige Meditation ist, dass du bei jedem Atemzug Stärke inhalierst und bei jeder Ausatmung deine Frustration, deine Depression, deine Wut und deine Ängste ausatmest. Start now and we see each other in 20 minutes. Beginne jetzt und wir sehen uns in 20 Minuten. Thank you.